Gut, dass die Nebenstraßen haben. Da waren wir vor ein paar Monaten noch in Obervolta und fahren jetzt über die Volta rüber. Breit fließt er dahin. Das ist der Volta, oder? Keine Ahnung. Aber hier ist auch stetiges Treiben. Die Carnets sind ausgestempelt aus Ghana und jetzt geht's noch die Reisepässe stempeln. Das Gelbfieberzertifikat. Und dann war's das. Auf nach Togo. Ja, schau mal, wie hübsch. Ja, coole Beach. Jan hat sich gerade angeschaut, wo die Sklaven gehalten wurden. Hat festgestellt, der Boden ist aus Sand, die hätten sich frei buddeln können. Aber unser Guide hat gesagt, die waren festgekettet. Ach ja, das ist ja romantisch hier. Ja, das ist das Rathaus. Wo? Hotel Ville? Ist das Rathaus, das ehemalige? Das ist doch nett. Wir sind am Containerterminal vom Hafen in Lomé, Togo. Und das hier ist die deutsche Seemannsmission mit dem Restaurant Alt München. Eigentlich hätten wir nur für das Brot hierher kommen sollen. Ich habe vorhin noch gesagt, Graubrot mit Butter, das wär's. Das hier war die deutsche Handwerksschule. Sieht auch sehr deutsch aus. Das hier ist der deutsche Friedhof von Lomé aus der deutschen Kolonialzeit. Der Otto Fries war nicht nur Mitglied des Reichstags, sondern auch ein großherzöglicher Oberförster und Hauptmann der Landwehr außer Dienst. Der Reinhold Schaaf, der starb in treuer Pflichterfüllung während seiner Dienstzeit im Betriebe der Togo Eisenbahn. Mal gucken, was die jetzt vorhaben, oder? Das war ja mal entspannt.
Chateau Vial wurde während des Zweiten Weltkrieges erst gebaut von einem deutsch-französischen Rechtsanwalt und das wurde die letzten Jahre für Staatsempfänge genutzt. Im neuen Anbau sind noch ein paar Gästezimmer fast einzugsbereit erhalten. Das ist ja fast wie in Angkor Wat hier. Romantisches Sundowner-Dinner haben wir jetzt. Mit Urwaldgeräuschen an der Straße.